Hallo und herzlich willkommen zurück zu Union Voices, dem Model European Union Podcast. Mein Name ist Tabea und ich darf euch heute durch ein Gespräch mit Herrn Michael Hose führen. Michael Hose ist Politiker der CDU und Mitglied des Deutschen Bundestages. Und dort ist er Vorsitzender der Kinderkommission und setzt sich besonders für den Schutz von Kindern und Jugendlichen in sozialen Netzwerken ein. Das ist ein sehr wichtiges und momentan auch ein sehr aktuelles Thema und genau darüber werden wir uns auch heute unterhalten. Herr Hose, herzlich willkommen noch einmal und vielen lieben Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Hallo Frau Springer, freut mich auch sehr, ist ja ein sehr wichtiges Thema, haben Sie ja schon gesagt, und deswegen bin ich auch sehr gern heute hier dabei. Das freut uns natürlich. Ich darf Sie bitten, sich zu Anfang noch mal kurz selbst vorzustellen. Wie sind Sie Politiker geworden? Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen und warum finden Sie dieses Thema so spannend und wichtig? Ja, vielen Dank. Wie schon erwähnt, Michael Hose mein Name. Ich komme aus dem schönen Thüringen in der Mitte Deutschlands, bin geboren in der Goethestadt Weimar. Viele junge Leute mussten da auf Klassenfahrten immer mal hinfahren. Hat nicht immer alle gefreut, aber ist eine sehr schöne Stadt. Jetzt wohne ich in Erfurt, das ist gleich in der Nähe. Das ist auch mein Wahlkreis. Wir haben eine Tochter und ich bin, bevor ich im Bundestag gekommen bin, so ziemlich genau vor einem Jahr Schulleiter gewesen einer Schule in Erfurt und bin deswegen von der Ausbildung auch Lehrer. Und ja, wie bin ich in den Deutschen Bundestag gekommen? Das ist eine sehr lange Geschichte, wie bei uns allen. Ich mache es mal sehr kurz. Ich habe mich schon immer engagiert, angefangen in der Schule, dann im Kommunalparlament, im Erfurter Stadtrat. Und als dann meine Vorgängerin aufgehört hat, hat sie gemeint, Mensch, könntest du das nicht machen? Und die Parteimitglieder haben das dankenswerterweise genauso gesehen. Und jetzt bin ich hier seit einem Jahr. Und dann hat man natürlich gesagt, Mensch, du warst Schulleiter, du kennst dich mit Bildung aus, du hast mit jungen Leuten zu tun. Wäre denn die Kinderkommission nichts für dich? Und da habe ich natürlich gleich ja gesagt, weil das für mich natürlich eine Herzensangelegenheit ist, als Vater und als Schulleiter sozusagen die Stimme der jungen Menschen hier im Bundestag zu sein, denn die Kinderkommission ist ja genau dafür da. Darüber werden wir ja gleich sprechen. Und wenn wir jetzt gerade über Kinder reden, dann reden wir natürlich sehr stark auch über Kinderschutz im Netz. Und so bin ich bei dem Thema gelandet. War ein sehr kompakter Umriss. Vielen Dank dafür. Wenn wir gleich starten wollen, warum ist Medienkompetenz heutzutage ein so zentrales Thema für junge Menschen, besonders für junge Menschen? Genau, also es ist ein Thema für junge Menschen, es ist aber ein Thema für die gesamte Gesellschaft. Also das ist mir gleich am Anfang wichtig. Manchmal hat man ja den Eindruck, die jungen Menschen hätten das Problem, aber so ist es nicht, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem. Wir wollen natürlich die Kinder ganz besonders schützen, wie wir sie auch vor allen anderen Themen schützen. Wir schützen sie vor Alkohol, vor Gewalt, vor allem Möglichen und deswegen müssen wir sie auch vor Auswüchsen schützen. Er will aber auch gleich am Anfang sagen, es geht nicht darum, junge Menschen von sozialen Medien komplett auszusperren, sondern sie haben natürlich auch ein Recht auf digitale Teilhabe. Aber Medienkompetenz, das war ja Ihre Frage, ist so wichtig, weil wir einfach merken, dass zum einen, das kann man auch hier schön im Bundestag sehen, unsere Gesellschaft ja immer mehr zersplittert. Wir haben kaum noch etwas, was uns zusammenhält. Und wir alle leben in unseren Echokammern oder fast alle, aber ich würde das für mich auch inzwischen in Anspruch nehmen. Und das zerstört Kompromisswillen, das zerstört Demokratie, das zerstört die Gemeinsamkeit in einer Gesellschaft. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wie Social Media funktioniert, auch zu verstehen, dass man in den Echokammern unterwegs ist. Und dann haben wir natürlich das Thema, dass junge Leute da viele Dinge sehen, und das sagen sie ja selber, die sie nicht sehen wollen. Gewalt, Sexualität, falsche Vorbilder, gerade bei jungen Frauen. Und all das ist auch etwas, wo man natürlich auch gucken muss, was kann der Staat da regulativ tun, aber wir müssen natürlich auch die Medienkompetenz der jungen Leute schärfen, dass sie merken, in welche Mechanismen sind sie denn da reingeraten. Medienkompetenz ist deswegen die Schlüsselkompetenz unserer Zeit, um die Demokratie zu erhalten, aber auch um das Individuum, gerade die jungen Menschen, zu stärken, in dieser Welt eben klarzukommen und nicht Opfer dem zu werden, was da teilweise leider im Netz unterwegs ist. Mhm. Und wie Sie gesagt haben, Sie haben ja lange als Schulleiter gearbeitet. Und wie haben Sie da diesen Umgang mit Medien erlebt von Schülerinnen und Schülern? Also ich glaube, wir waren da alle noch auf der Suche. Auch wir als Schule waren da auch auf der Suche, genau in diesem Zwiespalt, den wir ja auch schon besprochen haben. Auf der einen Seite gehören soziale Medien natürlich dazu und auf der anderen Seite
haben sie negative Effekte. Ich hatte eine Schule, die ging von der ersten bis zur 10. Klasse. Das heißt ungefähr vom Alter bis 6 bis 16, so im ganz groben. Und wir haben bei den Kleinen gesagt, da haben Smartphones überhaupt nichts im Unterricht zu suchen. Es sei denn, es gibt mal eine Unterrichtseinheit, wo das wirklich vom Lehrer gewollt ist. Weil wir doch feststellen, naja, da ist eine sehr große Ablenkung, die Aufmerksamkeitsspanne lässt nach und so weiter und so fort. Bei den Größeren haben wir es in der Pause toleriert, haben aber auch im Unterricht dann sehr klar gesagt, wir wollen, dass die Smartphones abgegeben werden. Wir hatten an der Wand da so eine Art, sieht also aus ein bisschen wie ein Adventskalender, also eine große Tasche hängen mit ganz vielen kleinen Taschen, wo jeder Schüler eine Nummer hat und da hat er sein Smartphone reingetan. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass nachdem wir das gemacht haben, dieser Griff ans Handy, den wir alle kennen, nachgelassen hat und natürlich die Konzentration besser wurde. Aber wir hatten da erhebliche Diskussionen natürlich mit den Schülern, aber auch zwischen den Kollegen, die das sehr unterschiedlich gesehen haben. Umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, umso mehr bin ich aber der Meinung, wir haben das richtig gemacht, bei den Grundschülern dafür zu sorgen, dass Smartphones da in der Schule so gut wie gar keine Rolle spielen, also auch nicht in der Pause. Und bei den Größeren zu sagen, wir holen es zumindest aus dem Unterricht raus. Da haben wir es aber, wie gesagt, in der Pause toleriert. Da bin ich heute auch skeptisch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man auch zumindest einige Pausen komplett smartphone-frei macht, weil wir auch feststellen, dass die Schüler sonst kaum noch miteinander reden. Also ich habe da Erfahrungen gemacht, dass man da viele Diskussionen hat. Die muss man auch führen, einfach zu verbieten, sondern man muss schon auch eine gemeinsame Lösung als Schule finden. Aber dass diese Diskussionen sich am Ende auch lohnen, weil weniger soziale Medien schon dazu führt, dass man auch viele positive Effekte in der Schule hat. Ja, das kann ich generell so aus dem Leben auch unterschreiben. Immer wenn man mal für eine Zeit auf soziale Medien verzichtet, man merkt ja auch, dass das einen enormen Einfluss hat Ja. auf das Wohlbefinden und einfach das gesamte Leben. Ähm, also das war ja quasi eine regulatorische Maßnahme auf einer relativ niedrigen Ebene, also so auf der Ebene der Schule. Was können Sie sich da vorstellen, dass man da auf einer höheren Ebene machen kann? Also wir diskutieren ja hier gerade in Deutschland wie in vielen Ländern der Erde, vielen Ländern der EU, das ist ja bekannt, die Frage, sollten wir eine Altersgrenze einführen? Ich glaube, was erstmal ganz wichtig ist, wir brauchen die Möglichkeit einer sinnvollen und durchsetzbaren Altersverifikation. Das ist ja erstmal etwas anderes. Also, dass man erstmal sagt, wir können einfach als Staat erstmal sicher feststellen, wie alt eigentlich die Nutzerinnen und Nutzer sind. Da ist ja im Moment auf EU-Ebene, auch in Deutschland, die ID-Wallet unterwegs, dass man sagt, mit dem Personalausweis stelle ich sicher, wie hoch das Alter ist. Natürlich kann man auch das umgehen, ich will das gleich sagen, weil der Einwand kommt immer nicht, jede Maßnahme kann man umgehen. Und wenn Eltern am Ende das Smartphone den Kindern rüberreichen, ja, aber viele Eltern sagen ja zu uns, Mensch, wir brauchen wirksame Instrumente. Und wir glauben, wenn wir es an den Personalausweis koppeln, kann man sehr stark sagen, okay, derjenige, der dieses Smartphone besitzt, hat dieses Alter und darf nur zu dem und dem Zugang haben. Das heißt ja noch lange nicht, dass es bedeutet, wir sperren jetzt alles. Aber es gibt uns erstmal eine Möglichkeit, eine Altersverifikation überhaupt durchzuführen, weil diesen kleinen Punkt will ich machen. Social Media ist ja heute schon ab 13 in der Regel. Das basiert auf amerikanischen Datenschutzregeln. Aber die Hälfte der unter 13-Jährigen, wissen wir aus Untersuchungen, hat heute schon TikTok. Also die Regeln, die wir jetzt haben, werden nicht durchgesetzt. Also brauchen wir eine klare Altersverifikation. Und dann wird natürlich über eine Altersbeschränkung nachgedacht. Also die Frage, ab welchem Alter will man Social Media als Staat zulassen. Die SPD und auch die CDU haben sich ja da jetzt schon zu dem Alter 14 vorgearbeitet. Ich weiß da jetzt heute noch gar nicht, welches Alter da 100% das Richtige ist. Die Forschung sagt schon viel, dass für 14, 15 viel spricht. Es hat was mit der kognitiven Entwicklung der Kinder zu tun, hat was damit zu tun, wann bin ich überhaupt in der Lage, über solche Medieninhalte zu reflektieren, wann habe ich überhaupt genug Medienkompetenz. Also da spricht schon viel dafür, zu sagen, irgendwo um 14 herum mache ich mal eine Grenze. Aber was am Ende das Ziel wäre, und das wäre natürlich schön, wenn die EU das in den Griff kriegen würde,
die Plattform so zu regulieren, dass jeder Mensch, jedes Kind, aber auch jeder andere nur das sieht, was er auch wirklich sehen will und das, was auch für sein Alter angemessen ist. Das ist aber etwas, was wir auf nationalstaatlicher Ebene nicht regeln können, weil die EU ja da die Regelungskompetenz hat, beziehungsweise schon Regelungen erlassen hat, die uns die Kompetenz wegnehmen, um es ganz konkret zu sagen. Und die EU arbeitet ja auch gerade daran. Und ich glaube, am Ende müssen wir darüber reden, dass wir die Algorithmen so einhegen, dass die Inhalte altersgerecht sind. Und dann braucht man vielleicht auch diese harte Altersgrenze gar nicht mehr, wenn jeder eben das sieht, was er sehen kann. Und dass es natürlich auch eine zeitliche Beschränkung gibt. Das ist der letzte Punkt, den ich machen will, weil dieses Dauerscrollen, also dieses Geschäftsmodell ist ja genau das von Social Media, dass ich möglichst lange da bleibe, damit die möglichst viel Geld verdienen. Das muss natürlich auch unterbunden werden und auch da, aber Strich drunter, alles sehr kompliziert. Ich mache es mir sehr simpel. Ähm, Es gibt ja viele Debatten über die Frage, brauchen wir eine Altersgrenze oder nicht. So wie es ist, kann es jetzt nicht bleiben. Und solange es nicht eine sinnvolle Regelung auf EU-Ebene gibt, ist eine Altersgrenze nationalstaatlich in Deutschland besser als das, was wir jetzt haben. Deswegen bin ich für die Altersgrenze. Mhm. Ähm, Wenn Sie jetzt sagen, Altersverifikation über die ID-Wallet, gibt es da auch Kritik daran oder gibt es da auch Stimmen, die sagen, das ist irgendwie ein Eingriff, also auf datenschutzrechtlicher Ebene? Natürlich gibt wie immer an allem Kritik, aber ich habe mir das wirklich mal sehr intensiv angeguckt. Bei dieser ID-Wallet werden ja keine Daten irgendwie gespeichert, Mhm. also irgendwo im Netz, sondern die Daten werden ja nur auf dem eigenen Smartphone gespeichert und auch nur das, was man will, also was man selber freigibt. Und der Dienstanbieter, also zum Beispiel die Social Media Plattform, erfährt dann auch wirklich nur das, was für diesen Dienst notwendig ist. Also in dem Fall das Alter. Sie erfahren nicht den Namen, sie erfahren auch nicht zu der Person, sie erfahren wirklich nur, ist dieser Mensch, der davor sitzt, wie alt ist der? Und diese Information wird rübergegangen. Und mit dieser Information allein können Sie überhaupt nichts anfangen. So, Sie wissen Mhm. dann nur, wie alt derjenige ist. Und dann heißt es entweder Zugang oder nicht Zugang. Da ist nirgend, und es gibt auch nicht die Möglichkeit, diese Daten irgendwie zu verknüpfen miteinander oder so, sondern man muss da immer vorsichtig sein als Politiker. Ich bin natürlich kein IT-Experte, aber habe mir das von Leuten wirklich intensiv erklären lassen. Das ist schon datenschutztechnisch der Standard, den man haben will. Und wer den deutschen Datenschutz kennt, der weiß, wie streng der ist und die sind alle glücklich damit. Und deswegen glaube ich, das passt auch am Ende. Weil nochmal, man muss verstehen, hier wird nicht, und ehrlicherweise, was geben wir denn jetzt schon auf Social Media alles preis von uns? Ja, völlig unreflektiert werden da Sachen rausgehauen. Und hier wird wirklich nur das Alter weitergegeben und dann Zugang oder nicht Zugang. Und deswegen habe ich da keine datenschutzrechtlichen Bedenken. Mhm. Alles klar. Und Sie haben auch gesagt, dass eben Medienkompetenz ein wichtiger Faktor ist, darüber haben wir schon ein bisschen geredet. Und auch, dass das relevant ist und dass Jugendliche so im Alter von 14, 15 da eben reflektieren können, was sehen die da eigentlich überhaupt, was ist das eigentlich, so ist das echt oder nicht. Und da eben eine gewisse Medienkompetenz vorhanden ist. Aber was versteht man jetzt ganz konkret unter Medienkompetenz? Wie entwickelt man diese und wer kann einem helfen, eine Medienkompetenz zu entwickeln? Also, das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage, weil ich glaube, da wird immer vieles durcheinander geschmissen an der Stelle. Ja. Also Kompetenz, ich versuche es mal, mir ist Pädagoge und will nicht zu weit ausholen, ja, da hat man natürlich im Studium viel zu gelernt, aber wie gesagt, ich versuche es mal sehr einfach zu erklären. Kompetenz ist der sichere und reflektierte Umgang mit etwas. Also nicht nur, dass ich in der Lage bin, etwas zu wissen, dass ich, was weiß ich weiß, 2 + 2 ist 4, sondern dass ich eine Sache erklären kann, verstehen kann und mich selber dabei reflektieren kann. Das ist eine Kompetenz. Also mehr als bloßes Wissen, sondern ein sicherer, reflektierter Umgang. Und das bedeutet bei Medienkompetenz, dass ich halt weiß, zu welchem Zwecke diese Medien, die es gibt, welche Chancen und Risiken das hat und mich selber reflektieren, bin ich in der Lage, in diesen Chancen und Risiken umzugehen und bin ich in der Lage, ähm, oder fühle ich mich kompetent genug, mit diesen Chancen und Risiken umzugehen. Und das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, weil das fängt ja schon mal an, weiß ich überhaupt alles? Weiß ich überhaupt, wie Social Media funktioniert? Weiß ich überhaupt, was ein Algorithmus ist? Weiß ich eigentlich, wie eine Plattform funktioniert? Weiß ich eigentlich, was KI für einen Einfluss hat? Das ist ja auch ein riesen Gamechanger. Und bin ich dann in der Lage,
zu sagen, okay, mit diesen ganzen Risiken, da fühle ich mich jetzt so, da fühle ich mich wohl und damit kann ich umgehen. Und was folgt dann daraus? Also zum Beispiel, kann ich mich selber kann ich selber meinen Konsum zurückfahren? Kann ich mich selber beschränken? Bin ich selber in der Lage, Inhalte kritisch zu hinterfragen? So, und da müssen wir uns mal alle selber hinterfragen. Ich glaube, da müssen wir alle noch mal ein bisschen Medienkompetenztraining bekommen. So, wie kann ich diese Medienkompetenz jetzt erwerben? Natürlich, wie immer im Leben, ich brauche erstmal Wissen. Das ist auch tatsächlich erstmal etwas, wo ich mich informieren muss oder wo jemand kommen muss und mir dieses Wissen vermitteln muss. Aber viel wichtiger ist, und da gibt es spannende Ansätze, das habe ich mir auch angeschaut, am besten lernt man ehrlicherweise an der Stelle, wenn man selber zum Creator wird, sozusagen. Also wenn man selber mal Fake News zum Beispiel erstellt. Ich habe spannende Projekte gesehen, wo Schülerinnen und Schüler angeregt wurden, selber mal Fake News in die Welt zu setzen, um zu verstehen, wie funktioniert das. Also das selber machen führt zu der Kompetenz, weil man dann sieht, aha, ich hatte ein Ziel, das habe ich verfolgt und dieses Ziel habe ich eben erreicht oder habe ich nicht erreicht, warum habe ich es erreicht und warum habe ich es nicht erreicht. Und dann, und deswegen ist das Alter so wichtig, setzt das natürlich ein paar kognitive Fähigkeiten voraus. Das ist nicht böse gemeint, das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jüngere Menschen abqualifizieren will, aber gewisse reflektorische Fähigkeiten erwerben sie halt erst mit der Gehirnentwicklung. Und diese Fähigkeit, sich selber zu reflektieren, also tut mir das gerade gut, was ich hier mache? Warum tut mir das gut? Warum tut mir das nicht gut? Wie kann ich dagegen angehen? Wer kann mir helfen? Das muss ich eben erst entwickeln. Und da sind wir wieder bei Medienkompetenz. Wie erkenne ich, dass ich süchtig bin? Wie erkenne ich, dass ich ein Problem habe? Und was kann ich dagegen tun? Wie kann ich dagegen vorgehen? Das gehört eben auch zur Medienkompetenz. Und am Ende, und ich sage es nochmal, weil mir das so wichtig ist, natürlich auch die positiven Effekte zu nutzen. Social Media ist ja nicht nur schlecht. Also es hat gerade für Menschen im ländlichen Raum, für Leute aus marginalisierten Gruppen ja auch viele Vorteile. Und dass ich auch die Chancen nutze und die Risiken einfach kenne. Und von einem erwachsenen Menschen kann ich natürlich dann sagen, okay, komm, du kennst die Risiken, du kennst die Chancen und jetzt kannst du selber entscheiden, ob du deinen ganzen Tag auf Social Media verbringst. Bei Kindern können wir es uns halt nicht so einfach machen. Mhm. Am Anfang haben Sie ja jetzt gesagt, natürlich braucht es jemanden, der das vermittelt, der einem das beibringt. Wie geht das überhaupt? Wie sehen Sie das? Wie sind die Schulen aufgestellt bei dem? Ist das Verantwortung der Schule oder obliegt die Verantwortung jemand anderem? Denken Sie, dass es da eigene Fächer braucht? Weil, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, in Österreich wird ja gerade diskutiert, dass ein eigenes Schulfach dafür eingeführt werden soll und dafür Sprachunterricht bzw. Lateinunterricht gestrichen werden soll. Was ist da Ihre Einschätzung? Also, vielleicht da mal eine Vorbemerkung. Als Lehrer freut man sich natürlich immer, wenn die Schule noch irgendwas leisten muss. Also ich bin immer ein bisschen skeptisch. Also die Lösung ist ja eigentlich immer, die Schule muss und wir brauchen ein neues Schulfach. So. Deswegen, da bin ich immer erstmal sehr vorsichtig, weil wissen Sie, was Schule heute alles leisten muss, das wird auch nichts werden. Am Ende ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir werden also Eltern brauchen. Und da haben wir ein Riesenproblem, weil wenn Sie sich angucken, dass 3/4 der Eltern sagen, ich nutze eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, meine Kinder im Netz zu schützen, obwohl es ja schon welche gibt. Also es gibt ja schon Möglichkeiten, auch die Anbieter, manche ein bisschen versteckter, manche ein bisschen öffentlicher. Es gibt ja schon Möglichkeiten, Jugendschutzeinstellungen auf dem Handy vorzunehmen, aber 3/4 der Eltern nutzen gar nichts. So. Wieder ein Thema, also wir müssen auch die Kompetenz der Eltern stärken. Also ohne die Eltern wird das nichts. Die Schule muss ihren Anteil leisten, da sage ich gleich was dazu. Aber am Ende ist es eben auch die Plattform. Also die sagen ja, ja, wir bieten ja hier nur die Inhalte an, wir sind ja nur die Plattform, das ist zu wenig. Also auch diejenigen, damit Geld verdienen, deren Geschäftsmodell das ist, müssen Verantwortung übernehmen. Und wenn sie das nicht freiwillig machen, dann muss die Politik sie eben dazu zwingen. Also wir brauchen Eltern, Schule und Plattform. Schule, zu dem Fach möchte ich was sagen. Ich kann es mir sehr einfach machen. Der Freistaat Thüringen, wo ich herkomme, hat so ein Fach schon, das Fach Medienbildung. Und das hat genau das im Lehrplan. Es ist in Klasse 5 und 6, das finde ich persönlich ein bisschen spät. Also ich finde, das gehört noch früher, aber das ist so ein Fach. Und ich glaube, und da widerspreche ich mir natürlich jetzt eigentlich, aber ich glaube, hier ist es wirklich angebracht, weil ich gesagt habe, Medienkompetenz ist so eine Schlüsselkompetenz. Andere Bundesländer versuchen das ja, indem sie das irgendwie in alle Fächer einbauen. Das kann man machen. Ich werde eher skeptisch, weil ich glaube, da braucht schon auch Profis. Weil Medienkompetenz entwickeln, das ist auch, da muss ich, wie gesagt, selber erstmal eine haben. Also das würde ich schon Profis überlassen. Deswegen finde ich den Weg, den Thüringen oder jetzt den Österreich diskutiert, konsequenter, weil das dann ja auch heißt, ich bilde Lehrkräfte speziell aus. Trotzdem sollte ich alle Lehrkräfte in der Ausbildung heute darauf vorbereiten,
Also alle müssen sich mit diesem Thema beschäftigen, gerade auch KI etc. pp. Aber so ein eigenes Fach kann hier schon etwas bringen, weil nochmal, das ist potenziell demokratiegefährdend und auch für das Individuum mit so vielen Risiken verbunden, dass wir da schon auch als Schule überlegen sollten, dass wir das mehr ins Zentrum rücken. Und Sie haben es auch richtig gesagt, das finde ich dann auch wichtig. Da muss man natürlich auch konsequent sagen, was lässt man dafür weg? Will ich nichts gegen Latein und Deutsch sagen oder wie auch immer, deswegen in die Debatte mische ich mich jetzt nicht ein, aber mehr kann Schule dann auf jeden Fall nicht leisten. Da muss man natürlich an anderer Stelle auch gucken, wie man die Schulen entlastet. Ja. Mhm. Danke dafür. Und wir haben jetzt eben auch schon sehr oft darüber gesprochen, dass Kinder und Jugendliche geschützt werden müssen auf Social Media. Sie sehen da die Gesellschaft, also die Gesamtgesellschaft in der Verantwortung, die Eltern, aber auch natürlich die Plattformen und haben gesagt, wenn die nicht selber wollen, dann muss man da irgendwie auf politischer Ebene eingreifen und die halt dazu bringen, dass sie das machen. Wie könnte man das lösen? Das ist ja sehr, sehr komplex, weil das Geschäftsmodell ist ja, Leute, auch Kinder oder Jugendliche, so lange wie möglich auf der Plattform zu behalten und ihnen der Reihe nach alle möglichen Inhalte zu zeigen, die möglicherweise aber nicht altersgerecht sind. Wie könnte man so eine Plattform dazu bringen, eben vielleicht eine Altersverifikation einzuführen oder nur altersgerechte Inhalte anzuzeigen oder eben anders etwas zu ändern? Genau, wir müssen da unterscheiden zwischen der nationalstaatlichen Ebene und da können wir halt diese harte Altersgrenze per Gesetz einführen, wie das jetzt ja schon unterschiedliche Länder gemacht haben. Australien mit dem Ansatz, die Plattformen müssen das regeln. Das muss man sich angucken. Das ist alles halt noch ein bisschen früh. Andere Länder in Europa, die gesagt haben, genau, wir machen es einfach per Gesetz. Und dann muss man sich angucken, wie man das durchsetzt. Darüber habe ich ja was gesagt. Ich glaube, dass die Wallet da große Chancen bietet. Wenn man jetzt aber über die Algorithmen redet, wenn man darüber redet, Kinder- und Jugendschutz durchzusetzen, also dafür zu sorgen, dass zum Beispiel problematische Inhalte da verschwinden, dass Deepfakes und was es da alles gibt, Beleidigungen und diese ganzen Phänomene, die wir da sehen, dass die auch wirklich konsequent verfolgt und gelöscht werden. Da gibt es zum einen, muss man da auch gesetzgeberisch gucken. Wir haben in Deutschland, das geht ja gerade auch extrem durch die Medien, auch noch ein paar strafrechtliche Lücken. Also wo wir sagen, da gibt es ein paar Schlupflöcher, wo Täter durchrutschen können. Da müssen wir unbedingt ran, also das so Cybergrooming und Deepfakes und so. Ich glaube, da müssen wir auch hier als Gesetzgeber nochmal, dass das eben auch dann strafrechtlich verfolgt werden kann. Heiße Frage, wie machen wir es mit der IP-Speicherung? Ich glaube, das ist etwas, wo wir nicht drum rumkommen, weil wie sollen wir Täter verfolgen, wenn wir nicht wissen, wer sie sind? Also das ist ein Riesenproblem. Auf EU-Ebene, wir können das jetzt alles nur anreißen, ist ja gerade das Thema Kinderpornografie ein Riesenthema. Also es gibt ja keine dauerhafte Lösung. Wie geht man damit um? Mit dieser sogenannten Chat-Kontrolle. Ich finde dieses Wort ganz furchtbar, weil es eigentlich darum ging, Kinderpornografie zu verhindern und dass also Chats nach kinderpornografischen Inhalten durchsucht werden können. Und wenn wir immer dann nur den Datenschutz und die Freiheit im Netz und aber nicht den Kinderschutz diskutieren, dann kommt die Diskussion zu kurz. Aber ganz konkret jetzt auf EU-Ebene muss zumindest die freiwillige Regelung verlängert werden, also dass es freiwillig möglich ist, diese Daten weiter zu melden, wenn Kinderpornografie aufkommt. Und am Ende des Tages eben auch auf EU-Ebene, habe ich schon gesagt, das steht ja im Digital Service Act schon drinne und auch der Digital Fairness Act. Das sind ja zwei Instrumente, wo die EU schon sehr genau sagen kann, wir wollen. Das hat sie ja teilweise schon getan. Das Problem ist jetzt, wenn die Plattformen das dann nicht machen, muss man das eben dann auch durchsetzen. Und da würde ich mir schon noch wünschen, dass die EU da viel mehr auch hinterher ist. Es gibt jetzt erste Verfahren, auch aus dem DSA heraus. Jetzt habe ich auch heute gerade gelesen, auch die Konzerne haben jetzt auch in den USA zunehmend das Problem, dass dort auch Gerichte Schadensersatz bei gewissen Fällen den Opfern zusprechen. Ich glaube, die Plattformen tun gut daran, sich selber schärfere Regeln zu geben, weil ehrlicherweise muss man sagen, alles das, was ich jetzt gerade erzählt habe, auch auf EU-Ebene, dauert halt sehr lang und zieht dann immer sehr lange Prozesse nach sich, weil diese ganzen Verfahren gegen die Plattform werden dann beklagt und das dauert jahrelang.
Aber am Ende des Tages sehe ich keine andere Möglichkeit, wenn die Plattformen sich nicht selber bewegen und nicht selber für den Kinder- und Jugendschutz sorgen, dann müssen wir ihnen harte Auflagen machen. Und wenn diese Auflagen nicht erfüllt werden, dann müssen sie Bußgelder bezahlen, die wehtun. Und da reden wir über dreistellige Millionenbeträge, weil das anderes juckt die gar nicht. Und am Ende des Tages, wenn sie überhaupt nicht, also wenn sie sich überhaupt nicht bewegen, dann muss man auch gucken, inwieweit man solche Netzwerke überhaupt noch zulassen kann. Ja, also am Ende des Tages müssen die sich an unsere Regeln halten. Und es ist auch gut, dass das die EU macht, weil ehrlicherweise vielleicht Deutschland noch die Marktmacht hat als großer Markt, aber so kleine, ich nenne jetzt kein kleines Land in Europa, ich möchte keinen abqualifizieren, aber Sie wissen ja, wie das ist, das juckt die dann im Zweifel nicht. Die EU ist immer noch ein großer Wirtschaftsraum, sehr attraktiv für diese Plattform. Und wenn wir da gemeinsam gegen die vorgehen, und ich habe ein bisschen Hoffnung in amerikanische Gerichte, weil amerikanische Gerichte ja immer sehr schnell dabei sind, auch mal Schmerzensgeld, an das Rechtssystem kann ich jetzt nicht ausführen, Schmerzensgeld auszuweisen. Und wenn es den Plattformen ans Geld geht, bin ich mir auch sicher, dass die sich da bewegen werden. Das Problem ist nur, Frau Springer, wir haben halt keine Zeit. Also diese Verfahren sind alle sehr langwierig. Und deswegen bin ich wieder bei der Altersgrenze. Weil bis die Plattformen so sind, wie Sie und ich das vielleicht uns wünschen, werden schon noch ein paar Jahre ins Land gehen. Und dann das letzte Problem, was ich hier an der Stelle vielleicht ansprechen will, das sind ja fast alles große amerikanische Konzerne. Und dann gibt es einen gewissen Herrn Trump und Zollstreitigkeiten, in die man schnell hineingerät. Und TikTok ist jetzt auch, wissen wir auch, wo das herkommt. Wir müssen halt auch gucken, wir werden jetzt nicht morgen ein soziales Netzwerk aus Europa haben, aber wir müssen halt auch gucken, dass das nächste große Ding auch mal wieder aus Europa kommt und nach unseren Regeln funktioniert. Das heißt aber auch, dass wir Unternehmen auch Dinge möglich machen müssen, weil das ganze Dilemma, in dem wir gerade stecken, ist, dass das alles Unternehmen sind, die sich unseren Ideen, wie etwas zu funktionieren, erziehen, weil sie aus ganz anderem Verständnis heraus arbeiten. Und die EU kann da immer nur reagieren. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass große Innovationen auch wieder in Europa möglich sind. Und das ist auch noch ein Thema, auch ein ganz dickes Brett. Aber dafür sind wir ja gewählt, um auch diese dicken Bretter mal zu bauen. Danke für diese sehr gründliche Einschätzung jetzt, auch wenn man natürlich nicht in die Tiefe gehen kann bei Themen. Sie haben am Anfang gesagt, eben Kinderschutz ist wichtig und haben auch schon ein paar Sachen angesprochen, vor was Kinder geschützt werden müssen oder Jugendliche geschützt werden müssen, zum Beispiel Inhalte, die einfach nicht altersgerecht sind, Cybergrooming und andere Dinge. Was sind abgesehen davon vielleicht noch die Gefahren, die im Netz auf sozialen Medien für Jugendliche lauern? Mhm. Also zum einen sind das Gefahren der Desinformation. Wir haben interessante Ergebnisse, dass wir in Deutschland ja mit der AfD eine Partei haben, die in Teilen rechtsradikal, rechtspopulistisch ist, in vielen Bundesländern auch jetzt als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde, die natürlich Social Media sehr konkret nutzen, um gewisse Narrative zu befeuern. Und es ist gar nicht so, es wird ja immer gesagt, Mensch, die AfD ist auf Social Media so aktiv und so. Das stimmt natürlich auch, aber die posten gar nicht so viel mehr als die anderen. Der Algorithmus belohnt aber, gerade bei TikTok, auch ein bisschen bei Instagram, belohnt Kontroverse. Wissen Sie, wenn ich ein Video mache, so wie wir das jetzt machen, wenn wir jetzt hier so das online stellen würden, differenzierten Austausch oder was auch immer, gar nicht, welche Meinung ist egal, aber dieses Differenzierte will Social Media gar nicht. Sondern, aber wenn wir jetzt ein Video machen würden, wir beide, und würden uns, weiß ich nicht, irgendwie über einen AfD-Abgeordneten lustig machen und dabei irgendwie tanzen, würde der Algorithmus großartig finden. So. Und das ist ein Problem. Also wir können als ich sage jetzt mal, seriöse Politiker Social Media gar nicht so gut nutzen, wie das die AfD oder andere populistische Parteien können, weil wir nie so kontrovers und so aggressiv und so sein können, dass der Algorithmus uns mag. Das heißt also, diese Desinformation ist wirklich ein großes Problem. Und das nutzen natürlich auch Länder wie Russland aus, indem hier ganz gezielt Desinformation, Kampagnen unterstützt werden. Erinnern Sie sich vielleicht, als erzählt wurde, der Merz ist zu Zelensky in die Ukraine gefahren und mit ein paar anderen europäischen Staatschefs und da lag hier angeblich Kokain auf dem Tisch. Totaler Schwachsinn, ja, aber das hat sich total verbreitet
Und sowas wird natürlich von Accounts dann befeuert. Also Desinformation ist ein Riesenproblem. Dann alles das, habe ich ja schon gesagt, was dem Kinder- und Jugendschutz entgegenspricht. Also Pornografie, Gewalt, auch Erpressung, Ansprache von jungen Frauen, Belästigung, aber auch jetzt ganz aktuell natürlich diese Deepfakes. Und das ist ja wirklich irre, was da unterwegs ist. Ich meine, klar, das Problem ist da nicht nur das Internet. Ich will das auch gleich sagen. Natürlich sind am Ende die Männer das Problem, die diesen Schwachsinn machen. Aber es ist auch ein Problem, dass das eben ohne Folgen quasi ist. Ja? Das ist das zweite Problem, also alles, was mit Kinder- und Jugendschutz zu tun hat, was mit Schutz von Persönlichkeitsrechten zu tun hat. Und dann das, was ich auch schon angesprochen habe, will ich jetzt nicht nochmal ausführen, weil ich es vorhin gemacht habe, die Demokratiegefährdung, also dass alle in ihren Echokammern am Ende unterwegs sind und gar nicht mehr, also diese Kompetenz, der andere könnte Recht haben, dass das eben immer mehr zu kurz kommt und unsere Gesellschaft weiter fragmentiert und wir sind nicht mehr zusammenhalten können. Mhm. Jetzt hört man auch immer wieder von Jugendlichen selbst, dass sie sich dadurch aber vielleicht bevormundet fühlen oder dass sie meinen, wir sind doch eh sicher, wir sind ja aufgewachsen damit, wir kennen das, wir wissen genau, was ist gefährlich und was nicht oder sie fühlen sich halt sehr sicher und sie denken dann quasi, ihre Freiheit würde eingeschränkt dadurch, dass diese Maßnahmen umgesetzt werden. Wie kann man damit umgehen? Ich glaube, dass es Freiheit ohne Sicherheit nicht geben kann. Also diese Idee, das haben wir ja an ganz vielen Stellen, dass eine absolute Freiheit am Ende wirklich frei macht, das ist eben nicht so, weil wenn es eine absolute Freiheit gibt, dann siegt immer das Stärkere. Ja, also und deswegen haben wir ja es sind ja auch die ganzen Kinderrechte, wenn Sie sich die mal anschauen, immer so aufgebaut, dass es Mitwirkungsrechte gibt, natürlich, dass es auch Rechte gibt der Teilhabe, selbstverständlich, aber dass es auch Schutzrechte gibt. Also auch Schutz ist ein Teil von Freiheit, dass ich vor Dingen geschützt werde, dass nicht irgendjemand mir auf der Straße eine runterhaut, dass ich nicht von irgendjemandem belästigt werde, also dass nicht der Stärkere das Recht hat. Das Recht des Stärkeren haben wir abgeschafft, indem wir Freiheit aufgegeben haben. Es gibt keine absolute Freiheit, weil wir sonst nicht sicher sind und ohne Sicherheit keine Freiheit. Das heißt, ich würde jungen Menschen immer sagen, natürlich ist es wichtig, dass auch ihr Social Media nutzen könnt und dass die Vorteile da sind und so weiter und so fort. Aber ihr habt genauso ein Recht darauf, geschützt zu werden. Und wenn Sie die jungen Leute fragen, die sagen ja selber, über die Hälfte sagt, ich habe im letzten Monat problematische Dinge im Internet, in Social Media gesehen. Pornografie, diese ganzen Dinge, über die wir gesprochen haben. Und fast zwei Drittel sagen, sie verbringen zu viel Zeit auf Social Media und sie schaffen es nicht, das zu reduzieren. Also sie halten sich selber für abhängig ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber sie erkennen da selber ein Problem. Und das heißt ja, sie sind gar nicht frei. Also ich würde ja sagen, diese Freiheit haben sie ja gar nicht, weil sie ja selber sagen, ich komme da gar nicht mehr raus. Und das ist doch keine Freiheit. Frei wäre ja, ich kann mich entscheiden, ob ich Social Media nutze oder nicht. Und wenn die Jugendlichen schon selber sagen, ich bin gar nicht mehr in der Lage, das frei zu entscheiden, dann müssen wir ihnen ihre Freiheit zurückgeben. Und deswegen ist das, was wir tun, eigentlich den jungen Leuten ihre Freiheit wieder zurückgeben. Mhm. Also, wie Sie gesagt haben, viele Jugendlichen, sagen selbst, sie fühlen sich da ein bisschen gefangen oder sie kommen nicht davon weg. Sie schaffen das allein nicht. Sie wissen nicht, was sie damit tun sollen. Wie, abgesehen davon, jetzt eben auf regulatorischer Ebene, wie kann man diese Jugendlichen unterstützen dabei, jetzt auf sehr kurzfristige, Ebene? Ich glaube, kurzfristig ist da wenig zu machen. Also außer wir machen wirklich diese Altersbeschränkungen und sorgen dann auch dafür, dass das auch konsequent eingehalten wird, weil eine Kompetenz baut sich nicht kurzfristig auf. Das geht gar nicht. Mhm. Das widerspricht der Idee der Kompetenz, weil Sie durch Kompetenz auch ein Kompetenzerleben haben müssen. Sie müssen das Gefühl der Selbstwirksamkeit haben. Also das stellt sich nicht von heute auf morgen ein. Das ist genauso unrealistisch, wie wenn ich morgen ins Fitnessstudio einmal gehe, bin ich nicht gleich Profisportler. Und genauso ist das mit der Kompetenz. Deswegen, also kurzfristig kann ich uns da kaum Hoffnung machen. Ich glaube, was gut ist, dass wir jetzt über das Thema sehr, sehr stark reden, dass es eine große Debatte gibt, weil eine Debatte immer dazu beiträgt, dass man sich vielleicht auch mal selber reflektiert. Aber nur weil ich weiß, dass ich ein Problem habe, ändere ich das ja nicht. Das kennen wir alle von uns selbst. Deswegen, kurzfristig bin ich da skeptisch.
Was wir kurzfristig tun können, ist natürlich dafür zu sorgen, dass Leute die Medienkompetenz unterrichten oder sich damit beschäftigen, dass da genug Geld da ist, dass wir natürlich die Lehrer schulen, dass wir solche Fächer vielleicht einführen. Können wir tun. Aber das wird nicht dazu führen, dass wir morgen eine medienkompetente Gesellschaft haben. Vielleicht in einigen Jahren. Und deswegen sage ich ja auch immer, wir haben eigentlich keine Zeit mehr, weil ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie alt Sie sind, Frau Springer, aber wir sind so die Generation, ich bin da ein bisschen am oberen Ende, Sie vielleicht mittendrin. Wir sind ja schon fast an Social Media verloren gegangen, weil man uns da ja einfach schutzlos reingeschmissen. Wir sind ja jetzt die Eltern werden oder Eltern sind. Ja, und ich mache mir da auch immer Sorgen, wie sollen wir denn unseren Kindern vermitteln, diese Kompetenz, wenn wir selber den ganzen Tag am Handy hängen. So, also nochmal, ist ja kein Problem von Kindern und Jugendlichen. Und das wird ja dann weitergegeben. Und wenn wir jetzt noch eine Generation an Social Media verlieren und mit KI und all den Dingen, die da noch mal oben drauf kommen, dann wird es irgendwann wirklich kritisch, weil nochmal ohne Eltern wird es nichts. Und deswegen müssen wir auch bei all den Maßnahmen, die wir machen, auch da nicht kurzfristig, aber wir müssen auch die Eltern mitnehmen. Also Elternabende speziell zu Social Media, Elternabende zu Jugendschutz und die Politik muss sagen, hier komm, hier habt ihr die Wallet. Und wenn euer Kind die Wallet auf dem Telefon hat, dann kann es sich nichts mehr runterladen, was irgendwie für das Kind nicht geeignet ist. Aber bitte, bitte, bitte gebt ihm nicht das eigene Smartphone. Wenn ihr eure Ruhe haben wollt für euren Kindern, dann habt ihr irgendwie da komplett was falsch verstanden, weil ich gebe meinem Kind mal das Tablet, damit ich in Ruhe Abendessen kann. Das ist halt keine Lösung. Ja. Mhm. Ja, es ist, weil Sie auch gerade gesagt haben, so unsere Generation, ich meine, ich bin ohne Smartphone aufgewachsen noch, aber das kam dann auch in der Jugend. Und Mhm. natürlich war das damals, es war neu, es war spannend, es war interessant, aber niemand wusste irgendwas drüber und das hat sich ja auch rasend schnell entwickelt und auch diese Entwicklung, die geht ja immer schneller, die ist ja exponentiell steigend. Also, wie Sie auch schon angesprochen haben, KI und andere Sachen, die jetzt gerade im Kommen sind oder gekommen sind, die das extrem, ähm, intensivieren auch, dieses Problem. Und das wirkt ja alles irgendwie sehr negativ jetzt. Haben Sie vielleicht eine Aussicht, eine positive Aussicht, irgendwas, um jetzt dieses Gespräch vielleicht auf einer positiven Note zu beenden? Ich könnte jetzt sagen, Hoffnung gibt's immer. Das ist so ein Satz, den sage ich sehr gern, aber ist auch wirklich so. Also wissen Sie, der Mensch hat ja schon so viele Dinge erfunden, die auch potenziell gefährlich sind, also bis hin zur Atombombe. Und wir haben es irgendwie trotzdem geschafft, irgendwie mit diesen Dingen klarzukommen. Also ich will uns schon sagen, das ist natürlich auch alles beherrschbar. Also es ist jetzt nicht so, dass es vollkommen hoffnungslos ist. Medienkompetenz kann man vermitteln, Plattformen kann man regulieren. Und Menschen haben es bisher immer geschafft, auch mit neuer Technik irgendwie umzugehen. Das Kritische hier ist wirklich der Faktor Zeit, weil diese Veränderungen halt so schnell passieren, dass die Veränderungen gar nicht nachkommen. Also ich bin auch so ein bisschen Historiker. Wenn Sie auf so eine Zeit vielleicht mal zurückschauen werden, es gab wahrscheinlich nie in der Menschheitsgeschichte so eine krass schnelle Veränderung wie durch die Entwicklung des Smartphones und allem, was damit zu tun hat, Internet und Social Media, das ist ja alles und KI. Und wir alle wissen ja noch nicht, das ist ja das nächste, was in 3 Jahren ist. Das kann ja niemand von uns wirklich seriös abschätzen. Das heißt, die Geschwindigkeit, also in der wir uns anpassen müssen, ist auch, aber der Mensch hat es bisher immer geschafft, sich anzupassen und es wird uns auch diesmal wieder gelingen. Die Frage ist halt, wie lange wird es dauern und welche Schäden gibt es bis dahin? Und im Moment haben wir enorme Schäden bei Kindern und Jugendlichen vor allen Dingen. Wir haben gesellschaftliche Schäden, aber das werden wir in den Griff bekommen. Ich würde es halt lieber in den nächsten 2, 3 Jahren in den Griff kriegen und nicht erst in den nächsten 10. Aber dass wir es in den Griff bekommen, da bin ich mir sicher. Und ich bin mir auch sicher, dass die letzten 1, 2 Jahre wirklich da auch geholfen haben, weil so wie Sie das sagen, ist das, wir sind so damit groß geworden, naja, ist halt so und das war irgendwie spannend und es war irgendwie neu und man war irgendwie dabei und okay. Aber jetzt wird das Thema wesentlich kritischer diskutiert, auch von den Kindern und Jugendlichen. Und das ist immer der Anfang dessen, dass sich Dinge auch verändern werden. Ähm, unser Gesellschaftssystem und unsere Gesellschaft ist ja auch deswegen so erfolgreich, weil sie sich halt immer geschafft hat, auch mit den Krisen auseinanderzusetzen. Und auch diese Krise werden wir meistern. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn wir das Gespräch in ein paar Jahren führen, sagen werden, Mensch, diese Debatte war gut. Es war gut, dass wir eine Altersgrenze eingeführt haben und jetzt haben wir es ja sogar geschafft, dass die sozialen Netzwerke
von den jungen Leuten kompetenter genutzt werden, aber dass auch der Staat genau hinguckt und sagt bis hierher und nicht weiter. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir dann in 3 Jahren natürlich über neue Probleme diskutieren werden, so ist das. Aber ich will das gar nicht so negativ enden lassen. Ich glaube, das Problem ist erkannt auf EU-Ebene, auf nationalstaatlicher Ebene. Und ich merke auch, dass die Plattformen merken, so geht es auch nicht weiter. Und deswegen will ich durchaus hoffnungsvoll schließen von meiner Seite und sagen, ich glaube, wir werden das in den Griff bekommen und unser Job ist dafür zu sorgen, dass es halt schneller geht. Danke dafür. Und haben Sie vielleicht noch irgendeine abschließende Bemerkung, die Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen? Ja, also wenn ich darf, sehr gern. Wenn Sie Politiker reden lassen, ist das immer so eine Sache. Aber ich versuche es kurz zu machen. Ich glaube, ich merke ja auch, dass viele junge Menschen, Sie sprechen es ja auch an, sagen, Mensch, übertreibt's bitte nicht. Also erstens, wir sind nicht das Problem, vollkommen richtig. Und zweitens, seht bitte auch, dass wir auch ein Recht auf Teilhabe haben und seht auch, dass das Internet und Social Media nicht nur böse ist. Auf jeden Fall. Aber ich möchte im Umkehrschluss auch, dass man versteht, ich habe es ja vorhin gesagt, wir wollen hier niemandem die Freiheit wegnehmen und wir wollen auch nichts tun, was wir nicht schon immer getan haben. Es ist die Aufgabe einer Gesellschaft, die Schwachen zu schützen und auch die Heranwachsenden zu schützen. Und wie wir das ganz selbstverständlich bei Alkohol, Drogen, bei Kinofilmen, bei was auch immer tun, müssen wir das eben jetzt auch bei Social Media machen. Und deswegen bitte ich einfach, ich werbe um Vertrauen zu sagen, ich verstehe jeden jungen Menschen, der sagt, ich möchte nicht eingeschränkt werden in meiner Freiheit, aber hier geht's nicht darum, sondern nochmal, es geht darum, dass man wieder Freiheit erleben kann und dass man sich frei entscheiden kann und dass man auch wieder sieht, Social Media ist gut, aber es gibt auch eine reale Welt und die lohnt sich genauso anzuschauen und beides kann auch nebeneinander existieren und beides kann dazu beitragen, dass es uns allen in der Gesellschaft gut geht. Und am Ende des Tages glaube ich auch, dass junge Menschen viele Sorgen haben. Als Chef der Kinderkommission kriege ich das ja immer. Und ein Teil dieser Sorgen entsteht natürlich, dass diese jungen Menschen in einer Zeit aufwachsen, wo es Kriege, Krisen, Konflikte, jede Woche gefühlt irgendwas Neues gibt. Und durch Social Media kommt das natürlich auch jeden Tag an uns alle ran. Jetzt werden wir durch Social Media Regulierung nicht diese ganze Kriegen, Krise und Konflikte lösen. Aber ich glaube, dass was wir hinkriegen können, ist den jungen Leuten zu sagen, genau, wie sie das jetzt auch dankenswerterweise gesagt haben, wir kriegen das schon hin. Also wir können uns als Gesellschaft darauf einstellen und wir können trotzdem ein positives Leben führen. Und es ist nicht immer alles nur negativ. Und deswegen werbe ich ausdrücklich um Vertrauen, das würde ich hier gerne noch loswerden. Junge Menschen haben einen Anspruch auf Schutz, aber wir machen das nicht, weil wir sie irgendwie gängeln wollen oder weil wir ihnen irgendwas wegnehmen wollen, sondern weil wir ihnen das ermöglichen wollen, was wir jeder Generation ermöglichen wollen, nämlich ein freies Leben in Wohlstand und Sicherheit. Und danke, dass ich das nochmal sagen durfte, weil das kommt mir in der Debatte tatsächlich immer zu kurz. Ist auch sehr wichtig, das anzusprechen und das zu sagen. Und damit haben wir unser Gespräch beendet. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich dafür, dass Sie mit uns dieses Thema diskutiert haben und sich die Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank, alles Gute für Sie.